Hallo, ich habe eine ziemlich turbulente Woche hinter mir, was die Aquaristik angeht. Ich habe in meinem Arbeitszimmer den grünen Kübel, den der eine oder andere von euch vielleicht schon kennt, und mein 54-Liter-Becken abgeschlagen und ein Zimmer weiter wieder aufgebaut und habe in 2 Aquarien, nämlich in meinem allerkleinsten und in dem 54-Liter-Becken, fast alle Tiere rausgefangen. Das hat von Montag bis Freitag gedauert. Da habe ich sowohl meine Netze eingesetzt als auch meine kleine selbst gebastelte Falle und bin da erstmal behutsam vorgegangen mit ganz viel Geduld, jeden Tag die Falle mehrmals reingepackt, wieder rausgeholt, und dann habe ich die Fische und die Garnelen und die Schnecken, die da mir also reichlich ins Netz und in die Falle gegangen sind, auf meine 5 Wohnzimmer-Aquarien möglichst gleichmäßig verteilt. Die 3 Aquarien hier, bei denen ich gerade sitze, die haben auf jeden Fall ordentlich viel davon aufgenommen, von den Tieren, die ich eben eingefangen habe. Und ja, mein kleiner Stäbchentest, der auch Nitrit anzeigt, der war auf jeden Fall die ganze Woche mein bester Freund, weil meine erste Sorge, was das alles anging, war natürlich, dass ich das Gleichgewicht in den Aquarien durcheinander bringe. Die Bakterien, die da Gutes tun, die sind ja von ihrer Menge her angepasst an den Besatz. Und wenn man da zu viele, ich sag mal, größere Fische jetzt auf einmal in ein eingefahrenes Aquarium wirft, egal wie gut das eingefahren ist, dann kann das trotzdem nochmal einen Nitritanstieg auslösen. Aber das ist alles gut gegangen. Also meine Becken sind ja auch darauf ausgelöst, sehr viel Belastung zu schlucken und zu verstoffwechseln mit der üppigen Bepflanzung. Und ja, ich mache ja auch regelmäßige Wasserwechsel. Ja, das hat also ganz gut funktioniert. Alle sind wunderbar in ihrem neuen Heim untergekommen. Ja, dann macht man sich natürlich auch immer Sorgen, wenn man ein Aquarium leer macht und aber den Bodengrund drin lässt, dann hat das ja trotzdem noch ein ordentliches Gewicht. So 5, 6 Zentimeter nasser Poolfiltersand, die wiegen was. Und wenn man das dann von A nach B schleppt, dann hält man ja auch immer die Luft an, dass das da keine Risse in irgendwelchen Scheiben gibt. Das hat also auch geklappt. Alles ist trocken geblieben und heil. Da bin ich sehr froh drüber. Ja, was hat mir noch Sorgen bereitet? Ach ja, und dann habe ich noch eine neue Pflanzenlieferung bekommen, weil ich in meinem neuen Arbeitszimmerbecken, das wird ein großes 126 Liter Becken auf meinem also sehr ausladenden Schreibtisch, auf dem ich ordentlich Platz habe, da möchte ich ein paar neue Pflänzchen einsetzen. Und ja, was ich mit denen alles veranstaltet habe diese Woche, das könnt ihr gleich noch im Video sehen. Meine Sorge war, dass neue Pflanzen, die direkt aus einer Gärtnerei kommen, mit Pestiziden belastet sein können. Und das kann also sehr negative Auswirkungen auf Garnelenbestände haben, bis hin zum Tod. Ja, aber das spoiler ich jetzt mal. Das hier ist ja nicht Hollywood, ich muss ja keinen Spannungsbogen aufbauen. Das ist also zu meiner großen Freude auch gut gegangen. Diese neuen Pflänzchen, die sind nach einer langen Odyssee mittlerweile in meinem abgeschlagenen und neu aufgebauten 54 Liter Becken zur Zwischenlagerung gelandet. Und da drin war noch so eine Handvoll Zwerggarnelen übrig, die ich da einfach nicht geschafft habe rauszufangen. Das waren dann sozusagen meine Testgarnelen. Und also die sind jetzt 3 Tage später immer noch putzmunter, die haben keinerlei Vergiftungserscheinungen gezeigt. Von daher gehe ich davon aus, dass meine neuen Pflänzchen alle garnelensicher sind und dass ich dann auch in das neue Aquarium, wenn es dann irgendwann mal geliefert wird, die bedenkenlos reinpflanzen kann, ohne dass den Schnecken oder den Garnelen irgendwas passiert. Also das so viel mal zum Positiven. Es ist eigentlich unterm Strich alles sehr gut gelaufen. Außer, dass ich festgestellt habe, es ist relativ leicht, die Kamera hinzustellen, mich vor eins meiner hübschen Aquarien zu setzen und irgendwelche netten Sachen zu erzählen. Das sind also sehr einfach gedrehte Videos mit wenig Aufwand.
Und es ist sehr schwer, wenn man also riesige Umbau- und Neugestaltungs- und Einfang- und so weiter Aktionen in 3 Aquarien gleichzeitig macht, das alles vernünftig mit der Kamera festzuhalten. Die Arme sind immer bis zu den Ärmeln nass. Man möchte ja auch die Tiere, die man jetzt rausfängt aus dem Aquarium, nicht unnötig lange in irgendeinem Eimer oder in einem kleinen Kunststoffbecken rumstehen lassen, um die nicht unnötig lange zu stressen. Also hat man es immer eilig, die schnell wieder neu zu verteilen. Ja, mein kleiner Kollege hier, der hat es auch einmal fast geschafft, mit beiden Vorderpfoten in einem meiner Kunststoffbecken einzutauchen und mir da die Fische und Garnelen rauszufangen, die ich da gerade drin zwischengelagert hatte. Aber ich habe den kleinen Verbrecher noch rechtzeitig erwischt, zum Glück. Ja, also es war sehr turbulent und deshalb sind mir leider ein paar kleine Pannen beim Filmen passiert. Das wollte ich jetzt, bevor ich euch zeige, was ich dann alles erfolgreich filmen konnte, noch mal kurz erwähnen, weil es doch nicht so schön ist. Also ich habe bei einem etwas längeren Video mir selbst den Kopf abgeschnitten. Ich hatte die Kamera einfach nicht richtig aufgestellt und habe mir die Zeit dafür nicht genommen, weil ich das mit den Aquarien auch immer nur zwischendurch mache, wenn ich mal eben Zeit habe, und dann pressiert es halt meistens. Ja, da habe ich mir also den Kopf selbst abgeschnitten. Das müsst ihr leider entschuldigen. Und dann habe ich mir beim zweiten Versuch den Abbau des 54-Liter-Beckens also ordentlich zu dokumentieren, sehr viel Mühe gegeben, die Kamera richtig aufzustellen, sodass ich da komplett drauf bin, inklusive Kopf. Habe da also einen riesigen Stapel von Hardcover-Büchern aufgebaut und die Kamera thronte dann ganz oben drauf. War sehr zufrieden mit dem Aufbau, und dann habe ich dummerweise anscheinend den Auslöserknopf statt einmal zweimal gedrückt, sodass ich also 1 Sekunde aufgenommen habe und die restliche Zeit ist die Kamera nicht mitgelaufen. Sodass also, ich sag mal, der interessanteste Teil vielleicht des Ganzen, nämlich wie ich mein 54-Liter-Becken komplett eingerissen habe, also nicht im Kasten ist. Ja, das war wirklich, ja, was soll man sagen? Shit happens, wie der Franzose sagt. Ja, aber ich hoffe, ich habe also trotzdem noch genug interessantes Material zusammengesammelt und wünsche euch viel Freude dabei, euch jetzt anzuschauen, was ich die ganze Woche lang so erlebt habe mit meinen Aquarien. Viel Spaß! Bevor hier etwas Neues einziehen kann, muss erstmal das Alte weg. Ich habe erstmal damit angefangen, dass ich aus meinem Garnelenkübel hier eine der beiden Echinodoren vorsichtig rausgezogen habe. Jetzt, wo die weg ist, kann man auch wieder sehen, dass ich die beide zusammen hier unten in so einen mit Poolfiltersand befüllten Tontopf gepflanzt hatte. Und das ging erfreulicherweise mit relativ wenig Sauerei, die da rauszuziehen. Weil ich diesen Kübel von den 3, also 2 Aquarien mit dem einen Kübel, die weg müssen, am längsten noch stehen lassen möchte, um da die Fische, die ich aus den anderen beiden Aquarien rausfange, erstmal einzusetzen, bis das große Aquarium steht und eingelaufen ist. Ja, einfach aus dem Grund, weil meine anderen Aquarien schon sehr gut besetzt sind mit Guppies und ich da jetzt nicht noch mehr drin haben möchte. Und in diesem Kübel leben aktuell nur Zwerggarnelen und Schnecken. Das sind zwar recht viele, aber die werde ich hier auch nach und nach rausfangen und auf meine anderen Aquarien verteilen, so dass das, denke ich mal, von der biologischen Belastung her sich ganz gut ausgleichen wird. Garnelen raus, Fische rein, und eventuell hänge ich auch noch den Filter aus diesem Aquarium, sobald ich da alle Fische gefangen habe, hier zusätzlich mit rein, damit auch wirklich nichts passiert von den Werten her, weil dieser Kübel ist jetzt natürlich nicht besonders gut bepflanzt. Im Prinzip gibt es da nur ein kleines Moospolster und die beiden riesigen Echinodoren, die da mitarbeiten an der Wasserreinigung. Und eine davon habe ich jetzt, wie gesagt, schon entfernt. Ja, und die zweite, da muss ich mal schauen, ob ich noch einen Abnehmer finde. So, das hier ist die Echinodorus, die ich entfernt habe. In meiner Naivität dachte ich, das sind 10 Liter Eimer, die gut zwischenlagern kann, bis sie abgeholt wird. Aber
Da habe ich mich etwas verschätzt. Und deswegen lasse ich jetzt gerade hier eine meiner Regentonnen, die ich zum Glück besitze, mit warmem Wasser aus meiner Badewanne ein bisschen voll laufen. Was sowieso praktisch ist, weil ich in meiner Begeisterung über das neue Aquarium sowohl ein paar neue Pflanzen als auch das Aquarium selbst am Wochenende bestellt habe und dann festgestellt habe, dass die Lieferzeiten unterschiedlich sind und das Aquarium nach den Pflanzen erst ankommt. Deswegen brauche ich etwas, wo man die kurzfristig mal zwischenlagern kann, und Regentonnen sind immer praktisch. Lange halten die in so einer Regentonne natürlich nicht durch, aber für ein paar Tage wird es gehen. Ja, und diese Echinodorus, die hat übrigens schon ein neues Zuhause gefunden bei meiner lieben Nachbarin Denise, die gleich Interesse angemeldet hat, nachdem sie mein letztes Video geschaut hat. Wir haben nur noch keinen Termin ausgemacht, wann Denise vorbeikommt, um sie abzuholen. Ich habe gesagt, ich schenke sie ihr. Und deswegen lagere ich die jetzt einfach so lange zwischen, bis Denise Zeit hat und mich hier besuchen kommt und ihr neues Pflänzchen mit nach Hause nimmt für ihr neu aufgestelltes 126 Liter Becken. Die liebe Denise zeigt nämlich so gewisse Anfänge von Multiple Tank Syndrome, hat gerade ihr zweites Aquarium aufgestellt bei sich zu Hause. Mal sehen, ob es dabei bleibt. Ich glaube es nicht. Also das war ja gerade lustig. Meine liebe Nachbarin Denise ist hier gewesen, die auch immer sehr fleißig unter meinen Videos kommentiert und hat sich die große Echinodorus blairi abgeholt, die ich für sie schon aus dem Aquarium oder aus dem Kübel besser gesagt geholt hatte. Und da stehen wir draußen noch im Wendehammer und schnacken noch ein bisschen, sie mit ihren Pflanzen und mit 4 Guppimännchen, die sie auch noch mitgenommen hat zu sich nach Hause. Und da kommt die Post und liefert mir meine neuen Aquarienpflanzen. Also heute ist offensichtlich Pflanztag bei mir und bei den Nachbarn. So, und das sind meine neuen Pflänzchen, die ich mir gegönnt habe. Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. Mein Mann sagt immer, alle deine Aquarien sehen gleich aus. Was natürlich nicht stimmt, aber ich kann verstehen, wieso er das so auf einen kurzen Blick denkt. Weil natürlich in meinen Aquarien die Pflanzen wachsen, von denen ich weiß, dass sie einfach unter meinen Wasserbedingungen und Pflegebedingungen hervorragend gedeihen. Und die vermehren sich dann auch prächtig und werden dann eben immer von einem Aquarium ins nächste weiter vermehrt. Und deswegen ist das natürlich schon so, dass sie sich alle ein bisschen ähnlich sehen. Ja, und ich habe jetzt beschlossen, für mein neues Becken, was ja wieder ein 126 Liter Becken wird, mir mal 3 neue Echinodorus-Arten zu gönnen, die insgesamt alle etwas kleiner bleiben als die Blairi. Das wäre einmal hier die Red Diamond. Dann habe ich mir geholt den Ocelot. Der ist bestimmt sehr bekannt bei allen Aquarianern. Ich glaube, jeder, der Echinodoren mag, holt sich früher oder später ein Ocelot nach Hause. Und dann habe ich hier noch eine kleine, die nennt sich Indian Red. Und ebenfalls fürs neue Becken eine Mini-Kardinalslobelie. Auch ein sehr schönes Pflänzchen. Dann habe ich noch diese hier. Das ist eine Bacopa Caroliniana, die also schon unheimlich schön gewachsen ist. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, dass ich so eine große Pflanze bekomme. Und die sieht ja aus, als wäre sie schon etwas länger gewachsen. Und dann habe ich auch noch mir ein kleines Geschenk aussuchen dürfen für meinen Warenkorb. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was das jetzt ist. Ich habe das einfach mal ausgewählt. Proserpinaca palustris cuba. Naja, scheint eine rötliche Stängelpflanze zu sein. Ich bin gespannt, was daraus wird. Die ist natürlich in vitro, das heißt noch sehr, sehr, sehr winzig. Ja, praktischerweise habe ich in meinem Badezimmer meine Regentonne stehen. Da war bis vor 10 Minuten die Echinodorus blairi drin gelagert für Denise.
Und die hat Denise jetzt mit nach Hause genommen. Und jetzt kann ich meine neuen Pflänzchen einmal hier in der Regentonne versenken. Natürlich nur ganz, ganz kurzfristig. Lange halten die sich nicht unter solchen Bedingungen. Aber da ich immer noch damit beschäftigt bin, meine beiden Aquarien von Fischen und Garnelen und Schnecken komplett zu säubern, bevor ich die also abbauen kann, brauche ich jetzt erstmal was zum Zwischenlagern. Ja, das sind so hobbybedingte Sachen, die passieren. Davon ist die Familie immer gar nicht begeistert, wenn dann plötzlich mal so eine Regentonne im Badezimmer steht oder ein Kübel auf dem Schreibtisch. Aber da müssen die durch. Und bisher, obwohl die Regentonne schon 3 Tage steht, hat sie auch noch keiner entdeckt und sich noch niemand beschwert. Also erzählt sie ihm nicht. Meine Katze Pudding ist der Meinung, dass man auf dem nassen Lappen, mit dem ich die Aquarienabdeckungen abwische, gut sitzt. Naja, er hat so viel Fell, er merkt es wahrscheinlich nicht. So, da ich alles dokumentieren möchte, was mit meinem neuen Aquarium zu tun hat, wird natürlich auch der Abbau der alten Aquarien festgehalten. Heute ist mal wieder so ein Tag, wo man vor lauter Gegenlicht wahrscheinlich nicht viel erkennen kann, weil die Sonne so schön scheint. Deshalb habe ich mal den einen Rollladen runtergemacht. Ich hoffe, man kann ein bisschen was sehen. Also, ich fange an hier mit meinem 54 Liter Becken, in dem sich im Moment noch sehr viele Garnelen befinden, sehr viele Schnecken und ein kleiner Stamm Guppies. Und zwar sind das von den Männchen her ausschließlich die Black Bar Entler, die hübschen. Und von den Weibchen her ist das so eine Mischung aus Hochzuchtweibchen, die ich vor allem wegen der Färbung ihrer Schwanzflossen für die Black Bar Entler ausgewählt habe, weil das viel Orangeanteil hat bei den Weibchen und das ganz gut zu der Färbung der Black Bar Entler passt. Ja, und natürlich auch noch ein paar Jungfische. Und zum Einfangen werde ich jetzt erstmal die etwas hinterhältige Methode versuchen. Ein bisschen Flockenfutter auf die Wasseroberfläche werfen und während die gierigen Guppies dann futtern, einmal mit meinem größten Netz durchgehen und schauen, wen ich erwische. Das ist aber nicht zu viel, weil ich möchte die ja nachher noch mit meiner selbstgebauten Fischfalle weiter einfangen und dafür müssen die noch ein bisschen hungrig sein. So, mal schauen. Oh ja, das war gar nicht schlecht. Das ist natürlich ein bisschen mies, ein bisschen gemein. Aber jeder, den ich jetzt auf die Art erwische, wird natürlich nachher nicht dem Stress ausgesetzt, in der Falle landen zu müssen. Gerade für die großen Weibchen, denke ich mal, weil meine umgebaute Plastikflasche nicht besonders groß ist, ist das, glaube ich, etwas schonender, wenn ich die jetzt schon einfange, als wenn die nachher in die Falle schwimmen und dann vielleicht Panik bekommen wegen Platzangst. Wobei das natürlich, also ich stress die Fische ja nicht lange. Ich bleibe da dabei, ich gucke immer wieder auf die Falle und wenn ich dann was sehe, dann wird es sofort rausgeholt. Das ist das Schöne an Guppies. Man kann sich immer darauf verlassen, dass die verfressen sind. Obwohl die jetzt hundertprozentig bemerkt haben, dass ich hier Fische einfange, ist der Trieb zu futtern, der ist doch noch stärker als der Trieb, sich vor mir zu verstecken. Das ist sehr praktisch. Gerade bei Hochzuchtguppies ist das sehr praktisch. So, jetzt sind natürlich nur noch die Schlauen übrig. Aber das sieht ganz gut aus. Da habe ich doch schon einige erwischt. Ich sehe noch ein großes Weibchen, was ich gerne noch haben möchte im Netz. Und die kleineren Männchen, die können mir dann nachher gerne ganz in Ruhe in meine Fischfalle gehen. Na komm her, Süße. Ich krieg dich ja doch. Ja, hab dich. So, damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ich mach mal den Deckel wieder drauf, weil gestresste Fische können springen. So, jetzt schauen wir mal.
Beleuchtung natürlich nicht so optimal. Und das ist auch noch mein altes, zerkratztes Kunststoffbecken. Also ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6 dicke Guppi-Weibchen und das sind auch genauso viele, wie ich in dieses Aquarium eingesetzt hatte. Ich habe sie also alle erwischt, die Weibchen. Und die kommen jetzt hier in meinen Garnelenkübel. Der soll erstmal die Tiere beherbergen, die dann später in mein neues Aquarium einziehen sollen. Und das wird, große Überraschung, ein Aquarium für Guppi-Weibchen natürlich. Was sonst? Heute, einen Tag nach meiner ersten Einfangaktion, mache ich damit weiter, weil ich habe gestern zwar den ganzen Tag Fische und Schnecken und Garnelen aus den beiden Aquarien rausgefangen, die ich abbauen möchte, aber ich habe natürlich immer noch nicht alle erwischt. Hier unten in der Ecke, wenn man das sehen kann, ist gerade noch ein Guppi-Paar kräftig beim Balzen. Die sind mir noch nicht in die Falle gegangen und mit dem Netz habe ich sie gestern auch nicht erwischt. Das heißt, ich werde hier noch ein bisschen weitermachen müssen. Ich möchte nämlich auf jeden Fall, bevor ich anfange, das Aquarium wirklich endgültig abzubauen, und das bedeutet ja, dass ich die Pflanzen aus dem Bodengrund ziehen muss, so viele Fische und Garnelen und Schnecken wie möglich hier rausfangen, weil das weiß jeder, der das schon mal gemacht hat, so ein gewachsener Bodengrund, der enthält sehr viel Mulm, was ja durchaus was Gutes ist, weil das die Pflanzen ernährt, ohne dass man viel düngen muss. Aber wenn man dann Pflanzen rauszieht, dann wird das eine braune Brühe. Und das ist dann also sehr viel Stress für die Tiere, die im Aquarium noch übrig sind. Ich gehe dann zwar dagegen vor, indem ich das so mache, das wird man später auch noch sehen, dass ich die Pflanzen rausziehe, das Wasser in braune Brühe verwandle und dann erstmal alles Wasser ablasse und das Aquarium neu befülle mit frischem Wasser, weil sonst kann ich ja gar nicht sehen, was ich tue beim Einfangen der letzten Tiere. Aber trotzdem ist das natürlich eine ziemlich stressige Aktion für alle Tiere, die sich zu dem Zeitpunkt noch hier drin befinden. Und deswegen, wie gesagt, versuche ich hier so viele wie möglich vorher rauszubekommen mit meiner kleinen Plastikfalle. Heute bin ich ein bisschen besser aufs Filmen vorbereitet. Ich habe nämlich jetzt mal mein neueres Kunststoffbecken genommen, das noch nicht so zerkratzt ist wie das alte. Da kann man hoffentlich ein bisschen besser was erkennen. Also das ist jetzt das Ergebnis meiner Fallenaktion. Ich habe heute vorm Frühstück schon meine kleine Falle in das Aquarium versenkt und habe die drin gelassen, während ich gefrühstückt habe. Und jetzt habe ich mal nachgesehen und freue mich, dass ich hier weitere Blackbar-Entlermännchen erwischt habe. 5 Stück, wenn ich richtig zähle. Einen Haufen Garnelen und sehr viele Posthornschnecken. Und die werden jetzt gleich auf meine 5 Wohnzimmer-Aquarien verteilt. Und gestern habe ich nach meiner langen Einfangaktion hier in dem Kübel, der ja bis zuletzt stehen bleiben soll, um meine zukünftigen Bewohner für das neue Aquarium zu beherbergen, Guppi-Weibchen eingesetzt. Ein paar große, ein paar kleinere. Und ja, das hier sind getrocknete Brennnesselblätter für die Garnelen. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber die Garnelen lieben es. Absolutes Lieblingsfutter. Ja, und die bekommen jetzt mal eine Portion zu futtern heute Morgen. Das habe ich schon vorbereitet, damit das mit dem Film besser klappt. Das gibt Guppi-Granulat. Ein ganz feines Granulat ist das, was auch in die kleineren Mäulchen reingeht. Dann ein bisschen gefriergetrocknete Wasserflöhe und ganz klein wenig zerbröselte Flocke. Im Moment habe ich ein Großpack Spirulina-Flocke, den ich verfütter, aber ich kaufe eigentlich immer unterschiedliches Flockenfutter, je nachdem, was sich gerade anbietet, damit meinen Fischen nicht langweilig wird. So, ich fütter jetzt absichtlich
relativ wenig erstmal in diesem Kübel, weil der sich natürlich an die neue Belastung anpassen muss. Dass jetzt hier plötzlich wieder Fische drin sind und nicht nur Garnelen wie die ganzen letzten Monate. Aber die Garnelenpopulation hier drin, die ist wirklich enorm, auch wenn man das jetzt nicht sieht, dank meiner Echinodorus. Und Garnelen machen auch ordentlich Dreck. Also ich glaube, sowohl der Kübel als auch der Filter, ich habe hier so ein Aquaball von Eheim laufen, die sind sowieso schon an eine relativ hohe biologische Belastung angepasst. Ich habe jedenfalls festgestellt, wenn ich in den Filter mal reinschaue, um den mal ein bisschen grob zu säubern, dass dieser Filter hier in dem reinen Garnelenaquarium ordentlich viel Filterschlamm enthält. Also der ist sogar verschmutzter gewesen bei der letzten Reinigung als der identische Aquaball hier in meinem 44 Liter Becken, in dem ja nur Fische, Garnelen und Schnecken leben, also auch eine ordentliche Belastung. Aber da war nicht so viel Dreck drin. Also wie viel Dreck Garnelen machen, das sollte man nicht unterschätzen. Hier aus diesem Kübel möchte ich noch ein paar von meinen Wetsakura Garnelen rausfangen. Die sollen in meinen 110 Liter Guppiweibchen Becken wandern. Da habe ich schon eine schöne Wetsakura Population. Aber die vermehrt sich natürlich nicht so explosionsartig wie die Garnelen das hier, ohne von Fischen belästigt zu werden, sage ich mal, in diesem Kübel getan haben. Und so ein paar schöne, große, ausgewachsene Tiere, die also keine Angst vor den Guppiweibchen haben müssen, die kann ich da drüben noch gut gebrauchen. Gestern habe ich hier schon zweimal eingefangen und jetzt bin ich gespannt, wie viele das noch sind. Und ich nehme hier zum Einfangen den einfachsten Trick der Welt. Ich hole einfach ein dickes Moospolster raus. Und tippe das hier rein. Und schaue, wie viele mir dabei. Oh, das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Das ist wirklich die allereinfachste Art, Zwerggarnelen schnell aus dem Aquarium rauszukriegen. Die lieben einfach dieses Moos. Und wie man sieht, ist das Moos nicht mal von besonders guter Qualität. Wegen der Echinodorus hat das ein bisschen zu viel Schatten abbekommen in letzter Zeit und hat sich also nicht so wahnsinnig toll entwickelt, aber als Garnelenfalle ist es trotzdem noch sehr geeignet. So, jetzt tue ich das mal zurück. Ja, so einfach kann man sehr, sehr viele Garnelen einfangen. Heute ist der 3. Tag meiner Einfangaktion in diesem kleinen 54 Liter Aquarium, das mein ältestes ist. Das steht seit 9 Jahren. Und ich bin immer wieder erstaunt, was ich da alles raushole. Also unglaublich. Das ist wirklich ein so gut laufendes Aquarium gewesen, dass mir das fällt mir schon sehr schwer, das abzubauen und einzureißen. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber von all meinen Aquarien ist das mittlerweile das, was am problemlosesten ganz von alleine läuft. Ich dünge hier nicht. Ich mache die üblichen Wasserwechsel und Filterreinigungsintervalle, so wie in allen anderen Aquarien auch. Und trotzdem habe ich hier super gesunde, wunderschöne Populationen von allen Tieren, die hier drin leben. Die gedeihen einfach prächtig. In anderen Aquarien ist es zum Teil so, dass sich zum Beispiel die Posthornschnecken schwer tun, weil sehr viele Garnelen in dem Aquarium leben und die in Futterkonkurrenz zueinander stehen. Oder weil ihnen vielleicht die Wasserwerte nicht so 100%ig behagen. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann verlieren Posthornschnecken schnell ihre schöne Färbung und bekommen dann so weiße, farblose Flecken im Gehäuse. Aber das ist in diesem Aquarium hier nie passiert. Die Zwerggarnelenpopulation, die ist aber auch unglaublich. Also da habe ich jetzt auch schon so viele rausgeholt.
Und ja, an Fischen ist mir jetzt noch ein Entlermännchen in die Falle gegangen. Und erstaunlicherweise haben sich in diesem Aquarium auch noch Entlerweibchen vor mir versteckt, obwohl ich eigentlich der Meinung war, dass ich die bei meiner letzten Fallenaktion alle erwischt hatte. Sind da doch ein paar Superschlaue dabei, die sich also hartnäckig vor mir im Gebüsch verstecken und sich einfach weigern, in die Falle zu gehen. Ich habe jetzt noch mindestens ein sehr großes beobachtet, das hier immer noch drin ist und also standhaft Hungerstreik macht. Wobei, ich glaube nicht, dass sie wirklich hungert. Also, wie gesagt, dieses Aquarium ist so ein toll und problemlos funktionierendes Ökosystem. Ich gehe davon aus, dass die Nahrungskette hier auch intakt und reichlich vorhanden ist. Ich glaube, jeder Fisch, der hier alleine mit diesen vielen Zwerggarnelen drin leben würde, der könnte sich jahrelang problemlos ernähren, ohne dass ein einziges Futterbröckchen ins Aquarium fliegt. Ja, ich bleibe dran. Ich glaube nicht, dass die letzte oder vielleicht auch vorletzte Entlerdame mir noch in meine Falle geht. Die wird dann leider dran glauben müssen, wenn ich das Aquarium einreiße. Da werde ich sie dann aus der trüben Brühe rausfangen müssen. Ja, so ist das. Die Schlausten werden vom Leben bestraft. So, jetzt werde ich mal wieder Schnecken auf meine anderen Aquarien verteilen. Glücklicherweise habe ich vor ein paar Wochen 100 Posthornschnecken an einen netten Mann aus der Gegend verkauft, der ein 1000 Liter Aquarium im Wohnzimmer stehen hat. Und von daher mache ich mir gar keinen Kopf darum, die vielen, vielen Posthornschnecken, die ich hier raushole, auf die anderen Aquarien zu verteilen. Das verkraften die locker. Und es sind ja auch immerhin 6 Stück, auf die ich jetzt alles verteile. Tja, also kann das gehen, wenn man Pläne macht. Ich habe gerade mein 54 Liter Becken leer gemacht, fast alle Pflanzen rausgeholt. Meine letzten beiden Fische, die mir nicht in die Falle und ins Netz gegangen sind, obwohl ich also von Montag bis Freitag jeden Tag hier Tiere rausgefangen habe, die habe ich jetzt auch noch erwischt und habe das bisschen was dazu erzählt. Und als ich dann damit fertig war und die Kamera einmal kurz ausschalten wollte, habe ich festgestellt, sie hat gar nicht aufgenommen. Eine Sekunde und dann ging sie wieder aus. Ich weiß wirklich nicht, warum das passiert ist. Sehr schade, weil es ja mal ganz spannend zu sehen, wie so ein Aquarium eingerissen wird. Nun ja, dann zeige ich euch jetzt eben einfach mal kurz, was ich da alles rausgeholt habe, weil das ist schon erstaunlich, was so ein 54 Liter Becken alles beinhalten kann, nachdem das 9 Jahre gestanden hat. Also das gehe ich mal davon aus, war ein sehr schönes, intaktes Ökosystem. Hat mir auch wirklich sehr leid getan, das einzureißen. So viele Tiere, die sich prächtig entwickelt haben da drinnen. Die Pflanzen einfach bombig gewachsen, obwohl ich also sehr, sehr lange da gar keinen Dünger mehr reingegeben habe in das Aquarium. Die haben offensichtlich alles, was sie brauchen, aus diesem schönen, alten, gewachsenen Poolfiltersand sich rausgeholt und aus den paar Nährstoffen, die durch die Wasserwechsel vielleicht ab und zu mal mit reingekommen sind. Und natürlich die Fütterung und die Ausscheidungsprozesse der Tiere. Das alles hat anscheinend dazu geführt, dass dieser Poolfiltersandboden, der ja, wenn man ihn frisch reinmacht, im Aquarium erstmal neutral ist und gar keine Nährstoffe enthält für Pflanzen, also sich richtig schön angereichert hat mit Mulm, den unter anderem ja auch die Turmdeckelschnecken immer sehr schön da fleißig mit einarbeiten. Und ja, das hat meine Kryptokorynen also super ernährt und prächtig wachsen lassen, ohne weiteres Zutun meinerseits. Und eben auch eine entsprechend große, gesunde Population an Tieren hier verursacht. Ja, und wenn ich das schon leider nicht gefilmt habe, zeige ich euch jetzt aber mal, was ich da alles rausgeholt habe. Und noch rausholen werde, weil es ist noch nicht ganz fertig. Also ich weiß nicht, wie gut man das jetzt erkennen kann. In diesem Aquarium sind auf jeden Fall noch ein Haufen Posthornschnecken, ein paar Garnelen und natürlich, wie sollte es anders sein, in der Ecke da hinten tummeln sich noch Guppybabys.
Davon werde ich jetzt so viele wie möglich noch versuchen hier rauszufangen. Da ich das Aquarium aber erstmal woanders hinstelle und wieder auffülle und weiterlaufen lasse, weil ich das als temporäres Pflanzenaufbewahrungsbecken noch benutzen möchte, werde ich mir jetzt hier keinen Kopf um die vielen Schnecken machen. Das wäre viel zu viel Arbeit, die alle rauszufangen. Die dürfen da erstmal drinnen bleiben, bis es eben komplett leer gemacht wird. Und diesen schönen Bodengrund hier, der, davon kann man ausgehen, ja voll ist mit guten Mikroorganismen, Bakterien, die hier fleißig ihre Arbeit verrichten, den möchte ich auch ins neue Aquarium übersiedeln, weil das so einem frisch aufgesetzten Aquarium gleich einen viel besseren, schnelleren Start beschert, was die Biofilme und die Mikroflora und Fauna angeht. Also den jetzt zu entsorgen, das wäre wirklich sehr, sehr schade drum. Das möchte ich also nicht machen. Pudding wartet darauf, dass sein Futterautomat aufgeht. Um Punkt 18 Uhr gibt es eine Portion Trockenfutter aus dem Automaten. Und von 17 bis 18 Uhr ist er deshalb immer ein bisschen grantig. Also ignoriert ihn einfach. Er wird im Hintergrund ein wenig miauen, während ich euch zeige, was ich aus meinem 54 Liter Becken alles rausgeholt habe. Das habe ich hier mal ausgebreitet. Also das ist nur die Cryptocoryne venti und alle ihre Ausläufer und Ableger, die aus einer einzigen Pflanze ursprünglich mal entstanden sind in diesem Aquarium. Also dieser Klumpen ist quasi der Hauptklumpen gewesen oder die Ursprungspflanze, die Mutterpflanze sozusagen. Und dann habe ich hier noch 2 weitere wunderschöne Klumpen, nein 3, von eben Pflanzen, die da noch nachgekommen sind. Diese Blätter hier finde ich wunderschön. Das sind die älteren Blätter von der Cryptocoryne venti. Die jungen sind ganz frisch grün und die älteren bekommen dann dieses wunderschöne Rotbraun. Also im Aquarium unter passender Beleuchtung sieht das richtig rotbraun aus. Jetzt ist es eher so dunkelgrünlich-bräunlich. Ja, was ich dazu noch sagen wollte, wie ihr ja alle, die ihr meine Videos guckt, mittlerweile wisst, habe ich alle meine Aquarien auf Poolfiltersand umgestellt mit der Körnung 0,8 mm und benutzt da also keine weiteren Aufdüngten, Bodengründe, Soils, sonst irgendwas. Und das funktioniert richtig gut. Also die Wurzeln hier, die zeigen an, diese schönen weißen langen Wurzeln, dass die Pflanzen richtig gute Wachstumsbedingungen im Bodengrund vorgefunden haben. Und das geht also ganz hervorragend mit Poolfiltersand, weil der von der Körnung her das genau erlaubt, dass eben Nährstoffe im Laufe der Zeit sich in ihm anreichern können, von denen die Pflanzen dann gut zehren können, dass aber auch gleichzeitig genug Durchfluss von Wasser und Anreicherung mit Sauerstoff im Bodengrund immer noch stattfinden kann, sodass eben keine Gammelstellen, keine fauligen Stellen im Boden entstehen. Und das war in diesem kleinen Aquarium also wirklich gar nicht vorhanden. Wenn man Gammelstellen im Bodengrund hat, dann merkt man das auf jeden Fall ganz deutlich, wenn man so große Pflanzen mit so riesigen langen Wurzeln aus dem Bodengrund rauszieht. Das Näschen sagt dann sofort Bescheid, oh je, hier stimmt aber was nicht. Also das riecht wirklich sehr, sehr unangenehm. Und das war bei diesem Aquarium nicht der Fall. Das hat die ganze Zeit angenehm gerochen, während ich diese vielen Pflanzen hier rausgeholt habe. Ja, und das ist also mit Poolfiltersand wirklich gut machbar, solche Bedingungen für Pflanzenwachstum zu schaffen. Was ich jetzt zum Beispiel nicht empfehlen würde, wäre Spielsand. Spielsand hat eine feinere Körnung als Poolfiltersand. Und obwohl der öfter mal in Foren oder auch auf YouTube empfohlen wird für Aquarien als günstige Bodengrundalternative, ist der verdichtet sich dadurch, dass die Körnung so fein ist. Und das sind A, keine guten Bedingungen für Wurzeln, um sich so wunderbar auszubreiten, wie die das hier gemacht haben. Und B, ist das eben auch, kann das zu anaeroben Bedingungen und zu
ja, letztendlich fauligen, gammeligen Stellen im Bodengrund führen. Also da würde ich die Finger von lassen. So, die Pflänzchen kommen jetzt zurück in ihren Eimer. Warst ja ganz lieb, Pudding. Hm? Bist du heute gar nicht so arg hungrig? Er hat heute Morgen auf der Terrasse auch eine riesige Maus verspeist. Wahrscheinlich hält das noch ein bisschen an. So, das ist mein letzter Fang aus meinem 54 Liter Becken. Also da sind sehr viele eiertragende, große ausgewachsene Garnelenweibchen dabei. Da bin ich sehr froh drüber, dass ich die noch herausgefischt habe. Damit die also in Sicherheit sind. Ja, wie gesagt, ich möchte ja das 54 Liter Becken als kurzfristige Aufbewahrung für meine neuen Wasserpflanzen benutzen. Und also wer Zwerggarnelen pflegt, der sollte wissen, dass neu gekaufte Aquarienpflanzen direkt aus der Wasserpflanzengärtnerei unter Umständen gefährlich für Zwerggarnelen sein können, weil denen eben Pestizide anhaften können, die giftig sind für Zwerggarnelen. Also daran können dann über Nacht ganze Garnelenbestände tatsächlich eingehen. Und ich habe jetzt meine neuen Pflanzen in einer Online-Wasserpflanzenversand bestellt, der das erfreulicherweise kennzeichnet. Also wenn sich das um Pflanzen handelt, die da eben besonders gefährdet sind wegen der Art, wie sie angebaut werden. Also das ist zum Beispiel, wenn ich das richtig erinnere, Hornkraut oder Myriophyllum. Die sind mit Vorsicht zu genießen für Zwerggarnelenfreunde. Und ja, von daher denke ich mal, dass ich da schon relativ auf der sicheren Seite bin. Die haben da auf ihrer Webseite auch einen sehr interessanten Artikel, einen Blog-Eintrag, der sich genau mit dem Thema befasst. Den kann ich auch gerne nochmal in der Beschreibung des Videos verlinken, weil, wie gesagt, als Zwerggarnelenfreund oder Freundin sollte man darüber Bescheid wissen. Ja, und die wenigen Garnelen, die jetzt trotz all meiner Bemühungen hier drin noch verblieben sind, die werde ich natürlich in den nächsten Tagen genau beobachten müssen. Vergiftungserscheinungen bei Garnelen, die zeigen sich meist zuerst darin, dass die Tiere also unkontrolliert zucken. Und in dem Stadium, wenn man das rechtzeitig sieht, kann man durch einen Wasserwechsel auf jeden Fall noch die Lage deutlich verbessern. Also sprich ihnen das Leben retten. Ja, ich habe es mir jetzt auch verkniffen, hier aus Sauberkeitsgründen den restlichen verbliebenen Mulm aufzuwirbeln und noch aus dem Becken zu saugen, weil Mulm, also sofern er nicht überhand nimmt, wichtige biologische Eigenschaften im Aquarium übernimmt. Pudding, das ist nicht dein Ernst. Pudding hat gerade ein Auge auf meine Tiere geworfen. Das ist kein All-You-Can-Eat. Nein, vergiss es. Okay, ich glaube, ich muss jetzt erstmal die Garnelen und die Babyguppies in ihre neuen Aquarien bringen, ne, Pudding? Bevor du dich hier zufütterst. In meinem kleinen Becken war ich auch fleißig am Tiere rausfangen und war bis gerade eben vor 5 Minuten der Meinung, ich habe alle Entlerguppi-Weibchen und Entlerguppi-Babys erwischt. Und dann ist doch tatsächlich eben noch mal eins aus dem Gebüsch rausgekommen und hat mich fragend angeschaut, ob jetzt Fütterungszeit ist. Also eine ist mir tatsächlich immer noch entschlüpft. Das sind auch wirklich sehr schlaue, sehr vorsichtige Tiere, gerade die Weibchen von den Entlern. Ja, weswegen ich jetzt noch mal hier meine kleine Falle versenkt habe mit einem Futtertab drin, in der Hoffnung, dass die gute Lady mir noch in die Falle geht und dann zu ihren Kolleginnen umziehen kann. Passenderweise habe ich hier noch einen recht massiven Tisch, den ich benutzen kann, um den Kübel und das Aquarium erstmal hier drauf zu stellen, bis die dann ganz weg können. Stromanschluss ist auch vorhanden. Hübsche Aussicht sowieso. Und da werde ich jetzt mal noch eine Tischdecke drauf ausbreiten, um das
Holz, das mir sehr gut gefällt, ein bisschen zu beschützen. Das soll jetzt keine Wasserflecken bekommen. Und dann muss ich mir Hilfe holen, weil alleine werde ich das wohl nicht schaffen. Mein Mann und ich haben es geschafft. Mit vereinter Muskelkraft haben wir beides hier rüber transportiert. Da sind meine Ladies ganz aufgeregt. Ja, ich musste jetzt natürlich einen sehr großen Wasserwechsel machen. Das möchte man ja normalerweise nicht so gerne im Aquarium. Aber ich bin in der glücklichen Lage, dass mein Leitungswasser sehr tolles Wasser ist. Also völlig unbelastet. Ich habe das zusätzlich zu der Gesundheitskontrolle, die sowieso jedes Jahr stattfindet bei uns, auch nochmal separat auf Schwermetalle testen lassen. Habe das mit Frau Wollstads Tabelle zu dem Thema verglichen. Die hat nämlich in ihrem Buch Das bepflanzte Aquarium eine sehr hilfreiche Tabelle dazu, weil die Schwermetallgrenzwerte für Tiere in Aquarien nochmal deutlich unter den Grenzwerten für Trinkwasser liegen. Und da bin ich also in allem weit unter den von ihr angegebenen Werten. Und von daher habe ich jetzt kein Problem damit, das alles wieder bis oben hin mit meinem Leitungswasser aufzufüllen. So, na dann. Sind schon wieder neugierige Guppibabys in meinem Messbecher, den ich da mal rein tue, damit nichts aufgewirbelt wird. So, dann sage ich mal Wassermarsch. So, jetzt läuft das wieder ein. Um den Stress, den das noch auslöst, so ein großer Wasserwechsel, wenn das denn unbedingt mal sein muss, so wie jetzt, möglichst gering zu halten für die Tiere, lasse ich das Wasser ganz langsam einlaufen. Da habe ich es also nicht eilig dabei. Und auch handwarm. Meine Aquarien haben alle 23 Grad und die Temperatur sollte es dann auch ungefähr wieder haben, um die Fische also nicht unnötig zu schocken. Und ja, es ist natürlich auch Stress für die Tiere, wenn die Werte im Aquarium jetzt sehr, sehr stark von den Werten des Leitungswassers abgewichen sind vor dem großen Wasserwechsel. Da mache ich mir also wenig Sorgen. Mein Leitungswasser hat einen pH-Wert von 7,6. Von daher sind meine Tiere sowieso schon höhere pH-Werte gewöhnt. Dieses Becken erstaunlicherweise, das kleine 54 Liter Wunderbecken, das so prächtig von alleine gelaufen ist, hatte immer exakt denselben pH-Wert wie das Leitungswasser, 7,6. Der ist einfach nicht angestiegen. In dem Kübel ist er zwischen zwei Wasserwechseln doch mal etwas in höhere Gefilde gestiegen. Also da dürfte es jetzt hier vor dem großen Wasserwechsel aller Erfahrung nach so 7,9, 8,0 gehabt haben. Aber das ist jetzt auch keine große pH-Wertschwankung, die jetzt irgendwem gefährlich wird. Und von der Wasserhärte her kommt das Wasser aus der Leitung mit einem Leitwert, für die, denen das was sagt, von so um die 360 und mit einer Carbonathärte von 11. Und in den Aquarien, je nach Bepflanzung und Besatz, verändert sich das also ein bisschen. Der Leitwert fast gar nicht und die Carbonathärte, die kann durch das Pflanzenwachstum oder auch durch den Verbrauch von Calcium und Magnesium, den die Schneckenaquarien haben, mal ein bisschen fallen, aber die fällt auch nie tiefer als auf 9. Und von 9 bis 11 ist ja jetzt auch kein großer Sprung. Und wie gesagt, da mein Wasser ansonsten absolut unbelastet ist, was Schwermetalle angeht, oder ja, zum Beispiel Nitrat belastet ist es auch nicht, mache ich mir da jetzt keine Sorgen und gebe da jetzt auch keinen Wasseraufbereiter rein, weil ich habe ja meinen Hausbrunnen und vor Chlor oder sonstigen Dingen, die auch mal in der öffentlichen Wasserversorgung drin sein können, habe ich jetzt keine Angst. Das kann bei mir nicht passieren. Und von daher geht das hier alles glücklicherweise ohne Wasseraufbereiter über die Bühne. So, und jetzt
muss ich das gleich abstellen gehen. Ups, da sollte ich es nicht hinstellen. Ne? So, der Filter kann auch direkt wieder rein. Oh, jetzt habe ich den Stecker ins Wasser gedippt. Das war nicht förderlich. Da muss ich gleich mal mein Handtuch holen. So. Komm, saug dich fest, auch wenn die Saugnäpfe schon ganz schön alt sind. Tja, so sieht es jetzt aus in meinem 54 Liter Becken. Alles ist noch ein bisschen trüb. Das ist auch überhaupt kein Wunder bei den vielen Mulden, den ich aufgewirbelt habe bei der Aktion. Und ich habe vor knapp einer Stunde testweise mal 2 Futtertabs reingeworfen und da sind jetzt auch die verbliebenen Garnelen erschienen, um sich da ihren Anteil zu holen, und die sind also alle putzmunter und machen ihr Ding. Den Schnecken geht es ebenfalls gut, und da im hinteren Bereich, schwer zu sehen, weil das Wasser so trüb ist, schwimmen noch so 2 bis 3 Guppibabys rum, die mir offensichtlich durch die Maschen gegangen sind. Da mache ich morgen noch mal einen Einfangversuch. Ja, meine Pflanzen sind jetzt hier erstmal gut gelagert. Die sind immer noch in den Töpfchen drin, weil ich mir so nicht die Mühe machen will, die zweimal zu pflanzen. Und die Cryptocorynen, die habe ich hier grob wieder in den Bodengrund gesteckt. Von Pflanzen kann keine Rede sein, aber sie treiben zumindest nicht im Aquarium rum. Ja, ich denke also, so sind alle erstmal gut aufgehoben, bis sie umziehen können. So, es ist vollbracht. Der Sinn und Zweck dieser ganzen einwöchigen Einfang- und Umsetz- und Abbau- und Pflanzen neu sortier- und Kaufaktion ist ja gewesen, dass ich hier diesen Platz auf meinem Schreibtisch frei machen wollte für ein größeres neues Becken. Das wird ein 126 Liter Becken. Das weiß ich jetzt schon, weil ich es schon bestellt habe. Und ich freue mich sehr darauf, wenn das ankommt und ich das neu einrichten kann. Und das wird, weil ich einfach Lust hatte, mal was Neues zu probieren, ein Becken nach Diana Wollstadt. Und ja, das freut mich sehr, das mal auszuprobieren. Da habe ich richtig Bock zu. Und das i-Tüpfelchen. Das i-Tüpfelchen ist, dass die Regentonne jetzt das Badezimmer wieder verlassen kann. Da wird sich mein Mann sehr drüber freuen. Er hat ja sehr entspannt reagiert diesmal. Er hat sie dann natürlich irgendwann entdeckt. Und alles, was er dazu gesagt hat, war: Ich möchte von dir einfach nur das Wort temporär hören. Dann ist alles gut. Und das Wort temporär, das konnte ich sagen. Weil, wie gesagt, jetzt darf die Regentonne wieder dahin, wo sie hingehört. In den Schuppen. So, jetzt zeige ich euch noch mal kurz, wohin alle meine Tiere umgezogen sind, die ich die ganze Woche lang eingefangen habe. Also hier sind alle Entlermännchen eingewandert, die mir in die Falle gegangen sind. Und praktischerweise muss ich mir bei dem Aquarium gar keinen Kopf machen über die zusätzliche biologische Belastung, weil ich gleichzeitig diese Woche auch 8 Guppies verkauft habe. Von daher passt das wunderbar. Ja, Paar raus, Paar rein. Unterm Strich bleibt das also dasselbe. Das Aquarium wird prima klarkommen. Dieses hier hat also eine ordentliche Menge von den Entlerweibchen aufgenommen, die mir da noch im 54 Liter Becken im Dickicht geschwommen sind, obwohl ich das gar nicht wusste. Ich dachte, ich hätte die längst alle da raus, aber war nicht so. Und von den Mixgarnelen, das war ja ursprünglich mein Blue Jelly Stamm in meinem Becken, aber das hat sich ja mittlerweile in einen guten bunt blau-roten bunten Mix verwandelt. Sind hier auch sehr viele eingezogen. Ja, also meine Orakelstäbchen, mit denen man ja zumindest Nitrit ganz gut messen kann, sind auf jeden Fall mein bester Freund jetzt in nächster Zeit, um zu überprüfen, dass hier nichts Schlimmes passiert. Aber im Prinzip steuert man ja die organische Belastung des Aquariums über die Futtermenge und nicht über die Anzahl der Fische, die daran schwimmen. Und mit der Futtermenge bleibe ich einfach
so wie ich es bisher auch gehandhabt habe. Ja, dieses Aquarium, das hat, so wie die anderen beiden gerade auch, nochmal eine ordentliche Menge Posthornschnecken aufgenommen. Da habe ich ja wirklich viele Posthornschnecken rausgeholt. Und ansonsten sind hier nicht so viele neue Fische eingezogen. Außer den ganzen vielen Babys, die hier rumwimmeln. Also sowohl in meinem 54 Liter Becken als auch in einem kleinen 25 Liter Becken, das ich ja parallel leer gemacht habe diese Woche, waren sehr viele Babyguppies drin und die sind jetzt alle hier fröhlich vereint und dürfen bei den Entlermännchen aufwachsen, bis ich sehen kann, ob es Männlein oder Weiblein sind. Dann wird sortiert. Und mein 126 Liter Becken hier, das hat also den ganzen restlichen Schwung Mixgarnelen aufgenommen, die ich jetzt nicht unbedingt alle in mein 70 Liter Becken reinpacken wollte. Das wäre dann doch ein bisschen zu viel auf einmal gewesen. Und ja, wie das so ist mit Garnelen, sind die natürlich sofort im Unterholz verschwunden und man kann gar nicht so richtig sehen, dass da sehr viele mehr dazugekommen sind. Hier unten tummeln sie sich gerade. Es war gerade Fütterungszeit und hier in der Nähe irgendwo ist wahrscheinlich eine Bodentablette runtergefallen. Ja, und das war es im Prinzip. Also gut verteilt, die Beute.